Von Livorno aus geht es nun in einem großen Sprung an der Nordküste des westlichen Mittelmeers entlang in Richtung Frankreich, wo wir mit der Hafenstadt Marseille ein äußerst interessantes Ziel für einen Zwischenstopp erreichen. Mithilfe eines praktischen Tagespasses ist es uns möglich, alle gewünschten Ziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, wobei die in Hafennähe befindliche Kathedrale La Maggiore die erste Etappe unserer Stadtbesichtigung darstellt. Das monumentale neoromanisch-byzantinische Bauwerk mit den markanten Querstreifen in der Fassade entstand im 19. Jahrhundert. Auch der Innenraum erhält seine Wirkung durch die byzantinisierenden Kuppeln und Bögen und durch den farblichen Wechsel der Steinlagen. Direkt oberhalb der Kathedrale befindet sich der historische Kern von Marseille, das idyllische Panier-Viertel, das mit seinen verwinkelten Gassen, Stufen und schmalen Häusern wie ein kleines Dorf inmitten der Millionenstadt wirkt. Am höchsten Punkt der Altstadt stößt man auf die Vieille Charité, ein architektonisches Meisterwerk aus dem 17. Jahrhundert, das ursprünglich als Hospiz für Bedürftige diente und heute eine Reihe von Museen beherbergt. Gemächlich setzen wir unseren Spaziergang durch das beschauliche Viertel in Richtung des alten Hafens fort. Am Fuße der Altstadt treffen wir schließlich auf das Rathaus der Stadt, ein wunderschönes Barockgebäude aus dem 17. Jahrhundert. Ganz in der Nähe befindet sich die Festung Saint-Jean, durch deren mächtige Gemäuer aus dem 17. Jahrhundert ein Spaziergang unbedingt lohnt. Von hier aus bietet sich ein wunderschöner Ausblick auf die Hafeneinfahrt und das gegenüberliegende Palais du Pharaon und natürlich vor allem auch auf das Herz der Stadt, den malerischen Hafen Vieux-Port. Nach einer angemessenen Pause fällt unser Blick nun auf das Wahrzeichen von Marseille, die auf dem höchsten Hügel der Stadt thronende Basilika Notre-Dame de la Garde. Am bequemsten und gleichzeitig aussichtsreichsten lässt sich diese mit einer kleinen Bimmelbahn, die regelmäßig zwischen Altem Hafen und Wallfahrtskirche verkehrt, erreichen. Nach einer höchst kurzweiligen Anfahrt erreichen wir schließlich den Hügel La Garde mit ihrer schmucken römisch-byzantinischen Basilika aus dem 19. Jahrhundert, die bis heute über Fischer und Seeleute der Stadt wacht. Die Spitze des Glockenturms ziert eine knapp 10 Meter hohe vergoldete Marienfigur, die von den Einheimischen liebevoll La Bonne Mère, die gute Mutter, genannt wird.
Von der Terrasse des Bauwerks eröffnet sich ein traumhafter Rundblick über Marseille, das Mittelmeer und die vorgelagerten Frioul-Inseln. Mit ihrem opulent geschmückten Innenraum passt die Basilika Notre-Dame de la Garde in die typische Architektur napoleonischer Zeit. Mehrfarbig marmorierte Mauern, Heiligenstatuen, Wandmalereien und gewaltige Mosaike formen ein prächtiges Gesamtkunstwerk. Nach dem Verlassen des Innenraums werfen wir nochmals einen letzten begeisterten Blick auf die wunderschöne Umgebung. Nachdem uns der kleine Touristenzug auf aussichtsreicher Strecke von der Basilika zum alten Hafen zurückgebracht hat, bewundern wir staunend die effektvoll verspiegelte Decke in der Nähe der dortigen Metrostation. Anschließend geht es per Metro und Straßenbahn zu einer weiteren Top-Sehenswürdigkeit, dem ca. 3 Kilometer weiter nordöstlich gelegenen Palais Longchamp. Im 19. Jahrhundert entstand der Prachtbau, der die Ankunft des Wassers würdigt, welches die Stadt Marseille vom Fluss du Rance aus über einen 85 Kilometer langen Kanal mit 18 Aquädukten zuverlässig mit wertvollem Trinkwasser versorgt. Auf dem Rückweg zum Hafen lohnt unbedingt ein Zwischenstopp im Kapuzinermarkt Marché des Capucins, dessen authentische Atmosphäre durchaus mit einem orientalischen Basar vergleichbar ist. Das hieran angrenzende Viertel Cours-Julien ist ein Mekka der Straßenkunst, denn nahezu jede Hauswand wurde hier ganz legal mit farbenfroher Graffiti-Malerei verziert. Selbst die dortige U-Bahn-Station, die wir zur Rückkehr zum Hafen nutzen möchten, passt sich harmonisch in das Bild des Stadtviertels ein. Zum Abschluss unseres Aufenthalts in Marseille bummeln wir noch ein wenig durch den Gebäudekomplex Les Docks, wo die ursprünglichen Hafenspeicher in eine attraktive moderne Lifestyle-Landschaft umgewandelt wurden.